Ja, den Wanderfalken, Sumpfoeule und noch eine Kornweide. Ja, moin und schönen guten Tag. Herzlich willkommen auf Stefan Goldenstein Wildlife. Heute bin ich mal wieder unterwegs mit dem guten Simon, so wie die letzten Mal auch, wenn wir an der Küste unterwegs waren. Heute haben wir uns was ganz Cooles vorgenommen. Wir wollen nämlich nur die Salzwiesen abchecken, was da so alles an Vögeln drin sitzt. Und ganz besonders haben wir es auf Singvögel abgesehen. Und jetzt sind wir gerade an einem Hochwasserrastplatz, wo wir erstmal ein paar Limikolen und andere Wasservögel beobachten. Und haben aber auch schon ein paar Salzwiesen so hier auf dieser Seite. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann finden wir heute auch ein paar coole Arten. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe mich jetzt ganz nach unten verkrümelt, denn die Austernfischer, die sind hier Gott sei Dank nicht so scheu. In vielen anderen Bereichen hier sind die scheu, aber hier witzigerweise nicht. Und Simon, der ist jetzt noch da ganz oben und unterhält sich gerade mit zwei anderen Bördern eventuell. Und ja, die tauschen sich jetzt so ein bisschen aus. Und das ist halt auch das Geile an der Börder-Community. Ja, die tauschen sich immer gegenseitig aus und sind immer alle super freundlich zueinander. Das ist schon echt geil. Also ein paar Singvögel haben wir schon gesehen, aber jetzt nichts so Besonderes. Ein paar Wiesenpieper und ein paar Feldlerchen. Aber die verstecken sich quasi ja, in den Salzwiesen, sodass man die nicht so gut filmen kann. Eigentlich kann man sie gar nicht filmen. Aber man hört sie und man sieht sie, wie sie reinfliegen und mal wieder rausfliegen. Und ja, Simon hat gerade durch sein Spektiv noch eine Pfuhlschnepfe entdeckt. Das ist dann die erste für mich dieses Jahr. Und ich bin schon bei 132 Arten, Simon. Nicht schlecht. Du musst dich anstrengen. Ja, Simon fehlen auch so ein bisschen die Binnenland. Die einfachen Arten. Ja, so ein paar einfache Arten, genau. Aber ich denke mal, wenn du einmal ins Binnenland fährst, dann hast du direkt wieder 20 neue für dieses Jahr. Easy. So, wir sind am nächsten Spot angekommen, vielleicht auch am letzten Spot. Und
Wir haben gerade schon einen schönen Trupp mit Ohrlärchen und Schneeamern gesehen. Das war ziemlich cool, da konnte ich auch ein paar Aufnahmen machen. Und Wiesenpieper und Feldlärchen haben wir gerade wieder gesehen. Und einen Strandpieper. Und da haben wir noch keine Aufnahmen hingekriegt. Aber das schaffen wir gleich hoffentlich. Hier habe ich gerade meine ersten Wiesenpieper filmen können und meine erste Kornweihe, glaube ich, generell auf Video. Zwar nur im Flug, aber immerhin. Und Simon hat da hinten jetzt einen Wanderfalken entdeckt. Wir vermuten zumindest, dass einer ist. Und da laufen wir gleich mal hin. Und mit ein bisschen Glück kriege ich so ein bisschen Footage von einem Wanderfalken hin. Sumpfoeile, rechts beim Hafen über dem Horizontgrenze. Ja, ich sehe sie mit dem bloßen Auge. Sind das zwei? Nee. Rechts dann eine Kornweihe, dann eine zweite Sumpfe. Wie geil ist das denn? Live für mich. So kennt man den. Den Goldi, wenn er mit Simon auf Tour ist. Simon hat zwei Sumpfeulen gesehen und ich habe sie auch mit dem bloßen Auge gesehen, aber mit der Kamera war ich zu langsam. Ja, total gut. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir gleich den Wanderfalken, Sumpfoeule und noch eine Kornweihe besser drauf. Richtig geile Tour, Simon. Yes! Moin. Moin. Ja Leute, das war mal die absolute Tagesüberraschung. Nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, sondern 6 Sumpfeulen. 6 Sumpfeulen, 2 Kornweihen,
Wanderfalke und einen Mäusebus hat. Und Turmfalke. Oh ja, und einen Turmfalke. Aber der Turmfalke war nicht in der gleichen Ecke, sondern die anderen, die saßen alle auf in unmittelbarer Nähe zueinander. Also wieder mal ziemlich krass, was so passiert, wenn man mit einem Herrn Simon unterwegs ist. Glück, pures Glück. Simon war sogar todesmutig und hat sein Spektiv und sein Stativ bestimmt gefühlt einen Kilometer weiter liegen lassen. Nur damit er ein bisschen leichteres Gepäck hat. Und es ist noch nicht geklaut worden. Nee, sonst wäre ich jetzt pleite. Naja. Ich denke mir so, aus Friesland ist das eine Ding. Andere Ding ist, ich hatte Blickkontakt. Dann muss erstmal von den 3 Leuten, die hier langlaufen, jemand überhaupt so dreist sein, was klauen zu wollen. Ja. Und dann würde ich sogar noch mitbekommen. Also. Außerdem sind es Urlauber und die denken sich auch so, das wird keiner hier so liegen lassen, so ein teures Ding. Die sind dann auch schon so nett und nimmst es dann nicht mit. Ja. Das Einzige, was halt sein könnte, ist, wenn es wirklich mitten im Nichts liegt, dass man denkt, oh, ich bin verloren. Unbemannt. Ja, das war mal eine richtig, richtig geile Tour, die sich als noch geiler während der Tour entpuppt hat. Also wer hätte damit gerechnet? Also wir wollten ja eigentlich hauptsächlich so Pieper und Feldlerchen und sowas filmen und fotografieren. Und auf einmal wird es dann ein Greifvogelfilm. Simon, wie fandst du die Tour denn? Ich fand sie richtig gut. Vor allem die ersten Sumpfen des Jahres und ja, man hat auch schon das Glück, dass man die bei so schönem Wetter sehen kann. Also richtig. Hey, wat? Moi. Ja, richtig, richtig nice. Simon hat richtig tolle Bilder hinbekommen. Ich leider nicht, aber vielleicht leiht er mir ja so 1, 2 Bilder fürs Thumbnail. Safe. Erst muss ich Spektiv einpacken. Aber bevor ich Spektiv eingepackt habe, nicht zu vergessen zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Ciao, ciao. Oh. Du machst es doch auf. Scheiße, wir sind Katastrophen, Luis. Haut rein, Leute. Ciao. Und hier habe ich zumindest gerade meine ersten Wiesenpieper filmen können. Und ganz cool, meine erste Kornleiche. Also wenn wir gleich Sumpfeule hinkriegen, ne? Ich wollte gerade sagen, dann gebe ich dir noch was richtig Leckeres aus zu essen. Oh, ich habe so Hunger. Aber ich habe kein Portemonnaie mehr.